Hallo und willkommen zu einem neuen Video in der Grenzregion zwischen Österreich, Italien und Slowenien. Der roten Strecke folgend geht's vom Gailtal in Kärnten bei Topolach über den Nassfeld-Pass oder italienisch Passo di Bramolo nach Pontebba. Von dort fahren wir durch das Val Canale nach Tarvisio, um eine Pause einzulegen. Da Wetter und Laune sehr gut sind, entscheiden wir spontan, den Wurzenpass zwischen Slowenien und Österreich mitzunehmen. Nach dem Wurzenpass wollen wir den Tag am Ostufer des malerischen Weißen Sees ausklingen lassen. Steigt also auf und genießt mit uns die schönsten Abschnitte der 150 Kilometer langen Tagestour. Fünf Kilometer westlich von Hermagor kann man die Abfahrt zum Nassfeld-Pass kaum verpassen. In Topolach erleichtert eine wahnwitzige Schilderflut die Orientierung zum Pass ungemein. Entgegenkommende Motorräder zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Schon bald erreichen wir die ersten Kurven der großzügig ausgebauten Nordrampe. Die Straße führt nicht nur über den 1530 Meter hohen Pass nach Italien, sondern auch zum größten zusammenhängenden Skigebiet Kärntens. Die fahrerischen Anforderungen halten sich in Grenzen und die schönen Kurven lassen Freude aufkommen. Besonders die schnelle Fraktion unter den Motorradfahrern kann hier ihren Spaß haben. Nach 11 Kilometern erreichen wir die Sonnenalpe Nassfeld, ein Hoteldorf, vorwiegend für den Wintersport. Im Winter und schneebedeckt bietet es sicherlich einen schöneren Anblick. Genau auf der Passhöhe befindet sich der unbesetzte Grenzposten, von dem man den ersten Blick auf die italienische Bergwelt werfen kann. Am kleinen Bramolo-See wollen wir kurz anhalten, um das Bergpanorama zu genießen. Jetzt geht's weiter zum besten Teil des Passes, der in diesem Fall auf italienischer Seite liegt. Das gilt sowohl für die betörende Schönheit der Landschaft, als auch für den Fahrspaß, den die Südrampe bietet. Bis vor kurzem war der Straßenbelag auf der Südseite sehr bescheiden und
Fahrt hatte manchen Fahrer davon abgehalten, den Pass zu befahren. Der besonders marode mittlere Teil wurde neu asphaltiert und die Straße in einen nahezu optimalen Zustand versetzt. Man kann also die zauberhafte Natur genießen, ohne ständig auf Schlaglöcher achten zu müssen. Wir haben leider zu spät bemerkt, dass man an dieser Stelle anhalten sollte, um zum Beispiel bei einem Café die herrliche Bergwelt zu bewundern. Ab hier wurde offensichtlich der Belag bis ins Tal hinunter komplett erneuert. Kein Flickwerk, das man andernorts häufig vorfindet. Eine Moto Guzzi sieht man selbst in Italien nicht sehr häufig. Die schönen Kurven verlocken schon zum schnellen Fahren, aber mit 600 Kilogramm Gesamtgewicht muss ich etwas verhaltener agieren. Nach dieser Galerie wird die Straße deutlich enger und die Kurven erfordern mehr fahrerische Aufmerksamkeit. Das ist eine der Schlüsselstellen am Pass, vor allem wenn man bergauf fährt.
Für manchen Fahrer ist diese Kehre sicherlich die größte Herausforderung. Eine tolle Strecke, wirklich das Highlight des Tages. Vor uns liegt ein Tunnel mit eingebauter 180-Grad-Kehre. Schmal und mit Gefälle ist er auch nicht jedermanns Liebling. Immerhin ist er seit einiger Zeit beleuchtet. Im unteren Abschnitt bietet die Landschaft einiges auf, um den Besucher in ihren Bann zu ziehen. Eingebettet zwischen Bergen markiert das Dorf Pontebba das Ende der Passstraße auf italienischer Seite. Pontebba wird von einem naturnahen Wildbach durchflossen, der bis 1919 die Grenze zwischen Österreich-Ungarn und Italien bildete. Der Ort leidet, wie viele Bergdörfer, aufgrund seiner wirtschaftlichen und geografischen Lage unter Bevölkerungsschwund und Abwanderung. Auch wir verlassen Pontebba und fahren auf der SS 13
meist parallel zur Autobahn, durch das Val Canale bis nach Tarvisio. Tarvisio ist ein charmantes Örtchen mit italienischem Flair und einem ehemals berüchtigten Ledermarkt. Heute sind Sommer- und Wintertourismus die wichtigsten Einnahmequellen. Bei Pizza und Pasta haben wir spontan beschlossen, den 17 Kilometer entfernten Wurzenpass noch mitzunehmen. Zunächst müssen wir die Grenze Italien-Slowenien und dann Slowenien-Österreich passieren. Nach wenigen Kilometern in Slowenien erreichen wir bei Podgoren die Südrampe des Wurzenpasses. Der Pass war bis zur Eröffnung des Karawankentunnels im Jahre 1991 die wichtigste Verbindung zum ehemaligen Jugoslawien. Die Steigung beträgt im Schnitt 7 und maximal 18%. Aufgrund der momentanen Situation sind stichprobenartige Grenzkontrollen eingerichtet worden. Die höchste Stelle des Passes liegt nördlich der Grenze und ist recht unscheinbar. Seine militärische Bedeutung hat der Pass mit Ende des Kalten Krieges verloren. Interessierte können im Bunkermuseum Wurzenpass die historischen Hintergründe kennenlernen. Die gut ausgebaute Strecke macht nicht nur vielen Motorradfahrern Spaß. Bei Riegersdorf, unweit von Villach, kommen wir an die Bundesstraße 83, die über Arnoldstein und B111 zu unserem letzten Tagesziel, dem Ostufer des Weißensees, führt. Von St. Stephan im Gailtal führt eine kurvenreiche, teils ziemlich steile Strecke hinauf zur Windischen Höhe. Besonders gegen Abend herrscht hier kaum Verkehr und die Landschaft präsentiert sich ruhig und gelassen.
Bei Greuzen biegen wir in ein noch ruhigeres Nebental ab, das nach 16 Kilometern am Weißensee endet. Ab und an tauchen kleine Siedlungen oder abgelegene Höfe auf, die reinste Idylle. Ein längeres Teilstück ist sogar geschottert, aber selbst für unser Monstrum ist das kein Problem. Wer Ruhe sucht, ist hier bestimmt richtig. Hier, am höchstgelegenen See Kärntens, enden alle Wege. Mit diesem Schiff kommt man allerdings noch weiter bis zum touristisch geprägten Westufer. Wir genießen noch ein bisschen die ruhige Stimmung und hoffen, dass euch die Tour ebenfalls gefallen hat. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.